Es war eine der wenigen Meldungen aus den USA, die es tatsächlich einmal bis in die europäischen Medien geschafft hat. Das Recht auf Abtreibung in den USA ist in Gefahr. Aber habt ihr wirklich mitbekommen, was da los ist? Welche Auswirkungen das hatte? Vermutlich nicht. Wir werden uns das heute ganz genau ansehen. Ihr werdet am Ende dieses Videos verstehen, was wirklich dahinter steckt und dass das eventuell der Anfang vom Ende der Demokratie und der Menschenrechte in den USA sein könnte. Vor allem aber werdet ihr sehen, wie Republikaner und faschistische Gruppen in den USA das Leben von Frauen und ihren Familien zerstören. Das ist erstmal eine Ansage. Und das werden wir uns auch alles in diesem Video anschauen. Und wir fangen an mit der Position der Republikaner. Republikanern ist es besonders wichtig, eine ideologische Frage aus Abtreibungen zu machen. Sie inszenieren sich selbst als die Pro-Life-Partei, die auf der Seite Gottes stehen würde, und die Demokraten framen sie als Partei von Mördern und Anarchisten. Republikaner verbreiten die Lüge, dass Demokraten Abtreibungen noch bis 1 Minute vor der Geburt durchführen wollen und dass sie so viele Babys wie möglich töten wollen. Well, lean into it. We're the pro-life party. We're going to protect the sanctity of human life. And Democrats have the radical position. They're the ones who think you should be able to take the unborn child's life right up until their birthday, for goodness sake. And they had a governor in Virginia just a few years ago who said even after that fact, you could take the life of a child. That is frightening. So lean into it and talk about we're the life that's going to protect the sanctity. We're the party that's going to protect the sanctity of human life like we've always been. I think every candidate has to address it in their state. I do not think they can ignore it. I think they have to take it head on. This is where the Democrats want to play. They'll have the money to make this an issue, so we have to tackle it. Put them on the defensive on their policy of due date abortion, on gender selection abortion. I think that's what China does, that you can abort a baby just because it's a girl. And then pivot to the voter as a whole voter. Most voters don't wake up thinking about abortion every day. What they're thinking about, and we know this, is crime in the economy. So it's got to be a three-step process. Der zweite Clip war übrigens die Tochter von Mitt Romney, einem sehr einflussreichen Republikaner. Sie selbst nennt sich jetzt McDaniels, weil keiner mitbekommen soll, dass sie mit Mitt Romney verwandt ist. Oh. Schade, jetzt habe ich es gesagt. Und jetzt mal ganz ehrlich, als ob eine Frau ein Kind 9 Monate lang austrägt und sich dann kurz vor der Geburt dafür entscheidet, das Kind doch noch abzutreiben. Republikaner lügen so oft bei diesem Thema, dass die Medien nicht einmal fact-checken. Sie schauen nicht einmal mehr, ob das überhaupt stimmt, weil sowieso alles gelogen ist. Wir machen das heute aber mal und schauen uns an, wie Republikaner das Leben und die Rechte von Menschen zerstören. Und mit Pro-Life hat das gar nichts mehr zu tun. Es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als Leben und Tod. All das, was ich jetzt zeige, ist so schlimm, dass es Länder wie Frankreich und Israel dazu animiert hat, ihre Rechte auf Abtreibung noch einmal zu stärken. Der erste Staat, der Abtreibungen komplett verboten hat, war das republikanisch regierte Indiana. Innerhalb von 30 Tagen waren Abtreibungen in 20 republikanisch regierten Staaten größtenteils verboten. Sie holten einfach vorgefertigte Gesetze aus der Schublade heraus und legten sie auf den Tisch. Aber nein. Die Republikaner haben sich sicher nicht mit den Richtern abgesprochen. Ein Staat, der ein besonders strenges Abtreibungsrecht hat, ist natürlich Texas, dessen Lage wir uns in diesem Video auch noch genauer anschauen werden. In Texas drohen Ärzten, die Abtreibungen durchführen, sehr harte Strafen. Entzug der Lizenz und teilweise sogar lebenslange Haftstrafen. Reelle Ausnahmen, dass man doch irgendwie Abtreibungen durchführen kann, gibt es in diesem Bundesstaat nicht. Es gibt zwar juristisch und bürokratisch irgendwelche Ausnahmen, die sind aber so schwammig formuliert, dass sie reell gar nicht existieren. Falls es jemand seit dem letzten Video vergessen hat, der Mann, der dafür verantwortlich ist, ist der texanische und republikanische Gouverneur Greg Abbott. Texans who perform an abortion could now face up to life in prison and a steep fine. This after the state's so-called trigger law went into effect today. ABC 13 reporter Courtney Carpenter is live with the response from critics. Courtney? Yeah, good morning, Melanie. That's exactly right. It all just wrapped up here, a press conference up there at Houston Women's Reproductive Services. Beto O'Rourke was here along with some doctors that he gathered and women sharing their stories, really all expressing their opposition to this trigger law that is now in effect. And what does this trigger law really mean? Well, basically it means that abortion in the state of Texas, in most cases, becomes a felony. So doctors and medical providers who successfully abort a pregnancy can now face a first-degree felony charge. And Beto said this morning, we're talking about life and death of Texas women. He's reiterating that he feels this law is extreme and dangerous. Now, one of the local doctors who spoke out this morning had this to say.
my female patients making a choice in my exam room should be how we provide health care. Greg Abbott is not a doctor. He did not go to medical school and do residency. He does not understand the complexities of healthcare choices. Die Doppelmoral der Republikaner ist bei diesem Thema einfach nicht fassbar. Die Partei, die hier in die Kameras grölt, dass sie doch pro-life wäre, ist die Partei, in deren Staaten die meisten Corona-Toten zu verzeichnen waren. Und das aufgrund von politischen Entscheidungen, zum Beispiel die Verweigerung einer Maskenpflicht oder weil Republikaner lieber Verschwörungserzählungen verbreitet haben, anstatt auf die Wissenschaft zu hören. Beispielsweise bei der Impfung, als die Republikaner immer über Big Pharma geschimpft haben. Im letzten Video haben wir allerdings gesehen, dass die Republikaner tendenziell eher auf der Seite von Big Pharma stehen. Die Leute, die jetzt ein Verbot von Abtreibungen fordern, sind genau die Leute, die gegen Corona-Regeln waren. Sie wollten keine Masken tragen, weil das ein zu großer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte wäre. Sie wollten keine Impfungen bekommen, weil das ein zu großer Eingriff in ihr körperliches Selbstbestimmungsrecht gewesen wäre. Und jetzt wollen diese Leute Frauen dazu zwingen, Kinder zu bekommen. Großartig. This is a crap sandwich. And every single piece of the sandwich is worse and worse and worse. The same people who didn't want to wear a mask want to force a mammogram for pregnant people. Same people. These are the same folks. And you would not be like, nobody could fault you for thinking that these are separate people. But these are the same people that want to close down abortion clinics. Same people. You might be confused, but it's the same people. And then these are the same people who've got up here one after another. They hop up. And they're pro-life. They are pro-life. For folks who are in the majority party who know that this is the wrong way to go, get some steel in your spine. Say no. The gentlewoman from York and Cumberland County, she's talking about freedom over her own body. She suggested that it was beyond the scope of the government to demand that somebody get a shot to prevent them from spreading a deadly virus. She said that that was much too much. That represented, in her view, an overreach from the government. And so I am just so curious how the woman from York and Cumberland County, how she squares the circle of feeling like it's not okay to get a shot, but it is okay for her to be a part of forcing people to give birth. That's fine. The anti-mandate people, I remember coming in this building at the height of a deadly pandemic. None of us knew what was going on. And they wanted to open up one thing after another. I remember that. Dog groomers, we had to open up the zoo. Die Republikaner verbieten nun also Abtreibungen in ihren Staaten. Pro-Life. Hauptsache alles für das ungeborene Kind. Und dann nominieren die Republikaner Mike Erickson für das Repräsentantenhaus. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wer ist Mike Erickson? Gut, dass ihr fragt. Mike Erickson ist ein besonders rechter Kandidat der Republikaner, der vor allem durch seine Anti-Abtreibungshaltung bekannt geworden ist. Er ist außerdem der Typ, der 2001 eine Frau geschwängert hat, ihr $300 zusteckte und sie zu einer Abtreibungsklinik fuhr. Als er darauf angesprochen wurde, sagte er habe ja keine Ahnung gehabt, dass sie dort eine Abtreibung bekommt. In einer Abtreibungsklinik. Okay. Und das ist die Doppelmoral der Republikaner. Sie verbieten euch eure Rechte, die sie selbst weiterhin genießen wollen. Republikaner sprechen viel davon, dass Pro-Life ja mehr wäre als nur ein Verbot von Abtreibungen. Man müsse sicherstellen, dass die werdenden Mütter alles hätten, was sie brauchen. Adoptionsinfrastrukturen, Kindergartenplätze, medizinische Versorgung, Schulplätze und so weiter. Hört es euch kurz von Tate Reeves an, dem republikanischen Gouverneur von Mississippi. What the next movement in the pro-life movement, in my view, Chuck, is simple, and that is we must prove that being pro-life is not just about anti-abortion. What we want to do next is we want to continue to focus on the two things that are very important, and that is ensuring that those expectant mothers have the resources that they need. That's why in Mississippi this year we invested significant additional resources in pregnancy resource centers, and that we're working to build a system. We have 37 of those in Mississippi, and we're working to build a system throughout our state to ensure that every expectant mother has access to the information and the education that they need. The second piece of the equation and the second piece of the
the next phase of the pro-life movement is we've got to make sure that we make it easier on those babies that are born, either through the potential for adoptive services. We've got to make it easier for adoptions. We've got to find resources for adoptions. We've got to also make sure that we improve our foster care system. In Mississippi, for instance, we invested over $100 million combined of our ARPA funds as well as other state funds to improve technology at our Department of Human Services, at our Child Protection Services, so that those babies that are not adopted, that end up in our foster care system, that we care for them and we do so in a way that recognizes the importance of the next phase. Okay, zuerst einmal. Tate Reeves ist der Gouverneur von Mississippi, dem Staat mit der höchsten Sterblichkeitsrate bei neugeborenen Kindern. 8,27 von 1000. Das ist höher als im Kosovo, Puerto Rico und sogar Sri Lanka. Das liegt über dem Sterblichkeitsdurchschnitt entwickelter Industriestaaten. Aber wie kommt das? Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Republikanische Staaten geben am wenigsten für medizinische Versorgung und Kinderbetreuung aus. Kinder in republikanisch regierten Staaten sind öfter krank als in demokratischen Staaten, sterben öfter als in demokratischen Staaten und haben weniger Möglichkeiten für eine Ausbildung als in demokratischen Staaten. He then goes on with a straight face to suggest that his priority is also making it easier on those babies who are born. Republicans refuse to invest in early education. They refuse to invest in universal pre-K. They refuse to invest in childcare. They refuse to invest in the Children's Health Insurance Program. They refuse to invest in SNAP, food stamps, where nearly half the recipients are children. They refuse to invest in Medicaid, where again, half the recipients are children. Babies are sicker in Republican-led states, die more often in Republican-led states, and are less cared for in Republican-led states. So when they say that they care about the lives of these babies, where? When? How? If you're gonna gaslight us, maybe have something, anything to show for it. There's a new study that just revealed that Americans living in conservative states, well, they die younger than those living in states governed by liberals. And this study was conducted by a group of academics from schools ranging from Harvard to Syracuse, University of Texas at Austin, and so on. So what were the research findings here? Well, simulations indicate that changing all policy domains in all states to a fully liberal orientation might have saved over 170,000 lives in 2019, while changing them to a fully conservative orientation might have cost 217,000 lives. Results show that the policy domains were associated with working age mortality, meaning people of working ages were more likely to die in conservative states or states run by conservative leaders than liberal. But there were some interesting findings when it came to specific policies as far as it goes conservative and liberal. As noted in The Guardian, bucking the trend, the study found that more conservative marijuana policies were associated with lower mortality rates. But it also found that more liberal policies on the environment, gun safety, labor, economic taxes, and tobacco taxes in a state were associated with lower mortality in that state. Basically, the read is that these conservative policies that are extremely limiting in terms of things that impact our life and our health and our existence and interaction with each other, it's more likely to lead to death than if we have more liberal-oriented policies that really seem to focus largely on protecting we the people. Is that your read too, Jay? Yeah, absolutely. So there's a couple important things here. So number one, it's pre-COVID. So this doesn't even include the COVID numbers, which would skew this way more and make it far worse for the red states. And so there's a couple of different conclusions that you can reach from this. One is that the Republican-led states just simply care less about the lives of their citizens. They care more about their donations. So I'm going to get to that in a second because I think that that's the real big issue here, the underlying issue, right? And you're going to see it's not just the red states. America as a whole suffers from this when compared to other countries because we live under corporate rule. So why am I relating it to corporatism? Because why do they pass those laws? Why do the blue states pass laws that are more effective in serving the voters and literally keeping you alive, and the red states don't? Because the Republicans take more donor money. And what do the donors want? They don't want you protected from environmental pollution because they're the ones doing environmental pollution. They don't want you protected from tobacco because they're the ones selling tobacco. And every one of these is
so that corporations can maximize profits. And they paid the Republicans, and the Republicans said, absolutely, we'll have no limits at all. But here they are, you can see in the states that picking a Democrat actually makes a difference. You might literally live a couple more years if you do on the state level, right? So that's amazing. So credit to the Democrats for clearly being better in this regard. Das ist einmal die grundlegende Einstellung der Republikaner. Und jetzt schauen wir uns an, wozu das Ganze führt. Drei Wochen nach dem Spruch des Supreme Courts trat ein Abtreibungsverbot im republikanisch regierten Ohio in Kraft. Wenige Tage nach diesem Gesetz wurde allerdings eine 10-Jährige schwanger. Sie war vergewaltigt worden und vom Abtreibungsverbot betroffen, da sie in der 6. Woche schwanger war. Normalerweise ist das noch easy der Zeitrahmen, in dem man eine Abtreibung durchführen kann. Das ist auch bitter notwendig, denn für ein 10-jähriges Mädchen können solche Schwangerschaften lebensbedrohlich sein. Durch das Abtreibungsverbot in Ohio durfte dieses 10-jährige Mädchen aber keine Abtreibung durchführen, wodurch sie in das benachbarte Indiana reisen musste. Dort konnte dann eine Abtreibung durchgeführt werden. Aber hey, ich habe doch vorher gesagt, dass Indiana der erste Staat war, der Abtreibungen komplett verboten hat. Und Indiana ist auch von Republikanern regiert. Warum durfte das Mädchen dann in Ohio nicht abtreiben? In Indiana aber schon. Nun, viele Staaten haben enorm starke Restriktionen eingeführt, um Abtreibungen so schwer wie möglich zu machen. So auch Ohio. Die kompletten Verbote kamen erst später. Ohio hatte eine 6-Wochen-Regel. Leider fiel das Mädchen um wenige Tage in diese 6-Wochen-Regel. Das komplette Verbot hat Indiana dann als allererstes eingeführt. Übrigens als Reaktion auf dieses 10-jährige Mädchen. Das bedeutet, sie wollten auch dieses 10-jährige Mädchen dazu zwingen, das Kind zu bekommen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, setzen die Republikaner noch einen oben drauf. Ich zeige euch gleich die Gouverneurin von South Dakota, die Republikanerin Kristi Noem. Ihr wurde eine ganz einfache Frage gestellt. Würdest du eine Ausnahme machen, damit dieses 10-jährige Mädchen eine Abtreibung bekommen kann? Kristi Noem antwortet auf diese Frage aber nicht, sondern redet sich mit Whataboutism raus. Man müsse doch eher über den kranken Vergewaltiger sprechen. I want you to be clear. Will the state of South Dakota going forward force a 10-year-old in that very same situation to have a baby? You know what I think is incredible, Dana, in this tragic story, because I heard about this last night. What's incredible is that nobody's talking about the pervert, horrible, deranged individual that raped a 10-year-old. And what are we doing about that? I agree with you. What are we doing about those individuals that do this to these that is children? an important discussion to have. You rape children, that's an issue that the Supreme Court has weighed in as well. Listen, I totally understand that, but what we can do for that little girl, I think we also need to be addressing those sick individuals that do this to our children. I couldn't agree more, but our bodies are our bodies, and women are the ones who get pregnant, and in this case, it wasn't a woman, it was a girl. Should she have to have a child? Should she have to have that baby? Every single life is precious. This tragedy is horrific. I can't even imagine. I've never had anybody in my family or myself gone through anything like this. I can't even imagine. But in South Dakota, the law today is that the abortions are illegal except to save the life of the mother. And you would be okay with that, a 10-year-old girl having to have a baby? No, I'm never okay with that. In fact, that story will keep me up at night. It absolutely will. So would you try to change the law to have an exception in a situation like this? Got a 1-year-old little granddaughter named Miss Addie. I can't even imagine. What I would say is I don't believe a tragic situation should be perpetuated by another tragedy. And so there's more that we've got to do to make sure that we really are living a life that says every life is precious, especially innocent lives that have been shattered like that 10-year-old girl. Tut mir leid, aber wenn du auf diese Frage nicht antwortest, definitiv ja, es sollte eine Ausnahme geben, dann stehst du auf der falschen Seite. Man muss leider davon ausgehen, dass es in South Dakota für dieses 10-jährige Mädchen keine Ausnahme gegeben hätte. Alles nur aufgrund der Ideologie der Republikaner. Aber wenn es nur dabei bleiben würde, die Republikaner setzten nämlich noch eines obendrauf. Und bei dem fehlen mir dann echt die Worte. Die Republikaner leugneten dieses Mädchen und nannten sie eine Lügnerin oder die Geschichte eine Lüge. Kristi Noem, die republikanische Gouverneurin von South Dakota, die ich euch gerade vorher eingeblendet habe, schrieb buchstäblich, die Geschichte sei eine Lüge der liberalen Medien. Der Attorney General von Ohio, dem Bundesstaat, aus dem dieses Mädchen kommt, leugnete sogar die Existenz dieses Mädchens. Hier seine Antwort auf die Frage, ob er Beweise für die Existenz dieses Mädchens hätte. Not a whisper. I know our prosecutors and cops in this state.
there's not one of them that wouldn't be turning over every rock in their jurisdiction if they had the slightest hint that this had occurred there. In der Zeitung Columbus Dispatch sprach er davon, dass die Geschichte wohl eher fabriziert als wahr wäre. Als dann die Beweise kamen, verlangten die Leute, dass Dave Yost sich entschuldigt. Er wusste aber nicht, wofür er sich entschuldigen sollte. Ohio's Attorney General Dave Yost has issued a new statement saying he's grateful for the diligent work of the Columbus Police Department in securing a confession and getting a rapist off the street, but not an apology. Tell me what you think I got wrong, and then I'll consider whether I should apologize. I'm not aware of anything I was wrong about. Ja, ich könnte dir ganz genau sagen, was du falsch gemacht hast, du widerliches Stück Abfall. Die New York Post schrieb, dass es um die Geschichte dieses Mädchens viele ungeklärte Fragen gebe und stellte die Existenz dieses Mädchens in Frage. Und das Wall Street Journal, eigentlich eine seriöse Zeitung, schrieb, dass der Fall dieses Mädchens nicht bestätigt werden könne. Wall Street Journal's editorial board publishing its opinion of President Biden's speech, including the line, "an unlikely story from a biased source that neatly fits the progressive narrative, but can't be confirmed." Später hat das Wall Street Journal die Geschichte in einem Artikel richtiggestellt. Entschuldigt haben sie sich bis heute nicht. Fox News fehlt aber noch. Und hier haben wir wieder den rhetorischen Brandstifter Tucker Carlson. Und natürlich nannte auch er das Mädchen eine Lüge. So what does it tell us that politicians are lying about this? Can you imagine? And why did the Biden administration, speaking of lying, just repeat a story about a 10-year-old child who got pregnant and then got an abortion or was not allowed to get an abortion when it turns out the story was not true? And by the way, when a 10-year-old gets pregnant, the first question is not, how do we get rid of the kid? The first question is, where's the rapist? Where's the rapist? Wo ist denn der Vergewaltiger Tucker? Wo ist er? Er ist im Gefängnis. Solltest du wissen, denn dein Medienhaus und du selbst habt danach die nächste große Scheiße abgezogen. Nachdem das Bild vom Täter veröffentlicht wurde, konzentrierten sich die rechten Medien auf etwas Neues. Der Täter war Migrant. Die konservativen Medien framten das Problem jetzt so, dass die Demokraten schuld daran gewesen seien, weil sie eine Flutwelle an Migranten ins Land lassen würden. Ein Jackpot für Fox News. Übrigens, dass der Vergewaltiger dann verurteilt wurde, schrieb sich Fox News selbst auf die Fahne. We kept the pressure up on the story. Ja, ihr Helden. Wie sieht's denn mal mit einer Entschuldigung aus? Nein, es kam keine Entschuldigung. Stattdessen ein gut gemeinter Tipp. James Bob sagte dazu, Zitat, "She would have had the baby, and as many women who have had a baby as a result of rape, we would hope that she would understand the reasons and the benefit of having the child." Den Grund und den Vorteil, das Baby ihres Vergewaltigers auszutragen und aufzuziehen? Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Da stehen radikale Extremisten und wollen eine 10-Jährige dazu zwingen, das Baby ihres Vergewaltigers großzuziehen und erklären ihr, sie sollte die Gründe und Vorteile davon begreifen. James Bob ist übrigens der Vorsitzende des National Right of Life Committee. Unter den Leuten, die diese Geschichte leugneten, ist der republikanische Abgeordnete von Ohio Jim Jordan. Er gehört zu den MAGA Republicans, also der Gruppe rund um Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Matt Gaetz und so weiter. Wenn ihr nicht wisst, wer diese Leute sind, schaut euch im Anschluss an dieses Video den ersten und den zweiten Teil an, da ist das alles Stück für Stück erklärt. Jim Jordan war das Ganze nach einem Shitstorm selbst zu viel und er löschte seine Tweets. Da wird ja keiner Screenshots davon gemacht haben, oder? Naja, es ist das Internet. Er nannte das Mädchen, Zitat, a lie, eine Lüge. A lie. Das lässt keinen Interpretationsspielraum. Jim Jordan wurde danach zu dieser Aussage von CNN befragt und dort sagte er habe ja nur auf eine Überschrift zu diesem Thema reagiert. Er habe die Existenz des Mädchens ja nie geleugnet. Er schob die ganze Sache dann auf Joe Biden. Als er nochmal gefragt wurde, ob das 10-jährige Mädchen das Kind austragen sollte, redete er sich raus und kam mit Ausreden. Why'd you delete the tweet? Well, because we learned that this illegal alien did this heinous crime. So we deleted the tweet. Did you apologize to the girl and the family for suggesting it was a lie? Never doubted the child. I was responding to a headline from your profession, the news profession, which happens all the time on Twitter. Doubted Joe Biden, which is usually a smart thing to do. So then I also asked him whether or not whether this fact that this tweet came across as if he was in fact questioning the child's story. He said, "No, not at all. I was just questioning Joe Biden." And then I asked him about the idea about whether a 10-year-old should be
required under the law of his state to have this child carried to term if she is raped. He would not answer that specifically, saying this is up to the state legislatures. He would not express his preference on this issue. So not apologizing for the tweet, not apologizing to the family, not regretting the tweet, but just claiming it was misinterpreted about what he meant, saying he didn't mean to question the girl, but criticizing the undocumented immigrant who was alleged to have perpetrated this heinous crime. Kleine Randnotiz: Sollten die Republikaner die Midterms am 8. November gewinnen, wird dieser Mann, Jim Jordan, der Vorsitzende des Justizausschusses. Also der Ausschuss, der sich dann auch mit Fragen beschäftigt, wie sollen Abtreibungen legal sein. Nur nochmal zur Erinnerung: Abgeordnete und Attorney Generals sollten die Bevölkerung eigentlich vor Leuten wie euch beschützen. Der demokratische Repräsentant des 15. Distriktes von Kalifornien, Eric Swalwell, hat während der gesamten Debatte übrigens viel Aufklärungsarbeit geleistet. Er hat in dieser Debatte gezeigt, wer die Republikaner wirklich sind und wie viel ihre Argumente wert sind. Hier ist Eric Swalwell über Jim Jordan. Yesterday, Ms. Warbelow, speaking of disinformation, Jim Jordan called a 10-year-old rape victim a liar. A 10-year-old rape victim was called a liar by the ranking member of this committee. And I know that he did that because he hates the president. It's clear every day from his statements and the statements from MAGA Republicans that they don't like Joe Biden, so they're going to call him a liar. That's fine. But what is worse is the reason that he did it is because he doesn't like what that rape victim represents, which is that this law from the Supreme Court, Dobbs, and the laws that will follow in states like Ohio and Texas and Georgia and other states will bring us government-mandated pregnancies for 10-year-olds, fourth graders, little girls. And to deflect from that, they choose to bully and beat up transgender individuals who represent fewer than 1% of Americans. And they try and deflect that because they don't want anyone in America to realize that they don't just want to wage a war on women, they're now expanding it to a war on little girls. Er spricht hier etwas sehr Wichtiges an. Die Republikaner mögen nicht, was dieses Mädchen repräsentiert. Denn dieses Mädchen repräsentiert die Folgen der extremen Politik der Republikaner. Aber das ist ein ziemlich großer Downer. Ein 10-jähriges Mädchen, das ein solches Problem hat und dann von Politikern fertig gemacht wird. Sprechen wir mal über eine andere Person, die auch besonders unter den Republikanern bei dieser Geschichte gelitten hat. Die Ärztin des Mädchens, die einfach nur ihren Job gemacht hat. Und anstatt dass die Republikaner nach einer Ohrfeige wie der Diskussion über dieses Mädchens einmal das Maul halten, reißen sie es wieder auf, weil sie es gestopft brauchen. Dieses Mal gingen die Republikaner gegen die Ärztin in Indiana vor, die die Abtreibung durchgeführt hat. Man würde jetzt ganz genau ihre Karriere durcharbeiten. Ob sie ihre Lizenz rechtmäßig erhalten habe, ob sie die Abtreibung korrekt gemeldet hat und so weiter. Sie loben sogar darüber, dass die Ärztin angeblich Dinge öfter nicht korrekt gemeldet hätte. Hier ist der Attorney General von Indiana, der Republikaner Todd Rokita. Then we have this abortion activist acting as a doctor with a history of failing to report. So we're gathering the information, we're gathering the evidence as we speak, and we're going to fight this to the end, including looking at her licensure. If she failed to report, and in Indiana, it's a crime to not report, to intentionally not report. Zwei Dinge. Erstens, Todd Rokita ist noch immer im Amt und hat selbst 2 Kinder. Also er sollte sich vielleicht mal überlegen, was für ein Mensch er eigentlich ist. Und zweitens, ja, Fox News hat hier wirklich das Gesicht und den Namen der Ärztin geleakt. Und dass diese Ärztin öfter mal etwas nicht korrekt meldet, haben die Republikaner und Fox News nicht nur einmal so in den Raum geworfen, sondern sie haben es Tag ein, Tag aus geframed, bis es den Leuten oben wieder rauskam. Nach diesen Berichten der Republikaner und Fox News bekam die Ärztin Probleme und Todesdrohungen, sodass sie ihre Arbeit teilweise nicht mehr fortsetzen konnte. Auch die Familie des 10-jährigen Kindes bekam nochmal mehrere Todesdrohungen. Die Ärztin veröffentlichte daraufhin alles, was sie im Einklang mit ihrer ärztlichen Schweigepflicht konnte und konnte beweisen, dass alles korrekt gemeldet und abgelaufen ist.
Jetzt verklagte Ärztin Todd Rokita und mehrere andere Republikaner und Leute von Fox News für den Schaden, der in ihrem Leben entstanden ist. Mehrere Ärzte, darunter auch Dr. Tracy Wilkinson, befürchten, dass sie die Nächsten sein werden. Also gingen sie ebenfalls vor die Medien und sprachen sich gegen die Republikaner aus und für ein Recht auf Abtreibung. Sie erklärten genau, was sie machen, wie das Ganze funktioniert und welche Gesetze sie brauchen, um vernünftig und sicher Abtreibungen durchführen zu können. Sie sagten außerdem, dass sie sich wünschen würden, dass der Fokus nicht nur auf diesem einen Mädchen liegt, sondern auf vielen weiteren Patientinnen, die ebenfalls von diesem Schicksal betroffen waren. Also wer könnte jetzt wahnsinnig genug sein und sich in dieses Thema so tief einzugraben und sich die Lügen der Republikaner anzutun? Die Person muss ja wahnsinnig sein. Ja, oder ein Hampelmann wie ich auf YouTube. Erfüllen wir der Ärztin mal diesen Wunsch. Immer mehr republikanische Staaten in den USA verboten Abtreibungen oder machten sie so schwierig, dass es beinahe unmöglich war, sie im Einklang mit dem Gesetz durchzuführen. In Ohio wurden bis auf dieses 10-jährige Mädchen weitere 2 Mädchen in diesem Alter schwanger durch Vergewaltigungen. Auch ihnen wurde eine Abtreibung verwehrt und sie mussten in andere Staaten reisen, wo Abtreibungen noch möglich waren. Weitere Fälle aus Ohio sind 3 Frauen, die drohten, sich umzubringen, wenn sie das Kind behalten müssten. Und 2 Frauen, die Krebs hatten und schwanger waren, was ihnen zum Verhängnis wurde. Sie konnten ihre Krebstherapie in dieser Schwangerschaft nicht mehr bekommen, weil das tödlich für die Föten gewesen wäre. Sie konnten in Ohio auch keine Abtreibung bekommen, weil das Kind nicht direkt ihr Leben bedrohte, sondern der Krebs. Das bedeutet, hätten diese Frauen nicht die Möglichkeit gehabt, in demokratisch regierten Staaten abzutreiben, wären sie aufgrund der verweigerten Krebsbehandlung in Ohio gestorben und ihr Kind mit ihnen. Das waren übrigens keine voll ausgebildeten Kinder, sondern sogenannte Föten, also Vorstufen zu den Kindern. In manchen Fällen waren es vermutlich sogar nur Zellhaufen. Was es genau mit diesen Föten und Zellhaufen auf sich hat, schauen wir uns jetzt im Verlauf der anderen Beispiele an. Mehrere Frauen in Ohio hatten Föten mit Abnormalitäten, die eine erfolgreiche Schwangerschaft unmöglich machten. Diese Föten hatten keine Überlebenschance. In solchen Fällen ist ein Abbruch der Schwangerschaft das Beste für alle Beteiligten. Da die Föten aber nicht das Leben der Frau direkt beeinträchtigen oder bedrohen, wären die Frauen dazu verpflichtet gewesen, diese Föten auszutragen, bis sie in ihnen sterben. Warum das so ist und wie diese Föten in den Frauen sterben, schauen wir uns gleich bei den anderen Beispielen auch nochmal an. Ich möchte hier nur nochmal festhalten, all das waren Beispiele neben dem 10-jährigen Mädchen aus einem einzigen Bundesstaat in den USA. Und all das, falls es noch nicht klar gewesen sein sollte, im republikanisch regierten Ohio. Mehrere Frauen in Texas meldeten sich darauf hin, weil es ihnen nicht möglich war, in Texas eine Abtreibung zu bekommen, obwohl sie eine Fehlgeburt hatten. Jede 4. Schwangerschaft in den USA ist eine Fehlgeburt. Das bedeutet, dass statistisch gesehen jede 4. Frau in den USA dieses Problem haben wird, wenn sie sich dazu entscheidet, schwanger zu werden. In Texas sind ca. 15 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter und ich werde hier jetzt nicht einmal eine Pi mal Daumen-Rechnung machen, das zeigt nur, dass die Politik von Texas in Zukunft Millionen Frauen beeinträchtigen und schädigen wird. Marlena Stell ist der Name einer Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann einen Bruder oder eine Schwester für ihre Tochter wollten. Marlena wurde schwanger, jedoch handelte es sich hierbei um eine Fehlgeburt. Ihr wurde jedoch von der Ärztin die Behandlung und Entfernung des Fötus verweigert. Die Behandlung zur Entfernung eines toten Fötus ist nämlich derselbe Vorgang wie bei der Entfernung eines lebenden Fötus. Und das hat kein Republikaner bei dem neuen Gesetz bedacht. Die Ärzte mussten Marlena Stell zu einem erneuten Ultraschall schicken. Marlena Stell war gezwungen, noch einmal einen Blick auf ihren toten Fötus zu werfen. Und selbst danach verweigerten die Ärzte die Behandlung. Marlena Stell war gezwungen, 2 Wochen lang einen toten Fötus in sich mitzutragen. Hier sind ihre Aussagen dazu. I get so angry that I was treated this way because of laws that were passed that by men who have never been pregnant and never will be. We were super excited because we didn't think I could get pregnant. An ultrasound at 7.5 weeks showed all was well. But at an ultrasound 2 weeks later, she said there is no heartbeat, there is no viable pregnancy. Stell asked her doctor for a standard treatment, a surgery to remove the fetal remains. She says her doctor refused. She said, well, because of the new law that's passed, you're going to have to get another ultrasound for me to be able to even do anything for you. She went to get a second invasive ultrasound at an imaging center, describing it later in a YouTube video.
Someone shoves a wand in my sensitive area and tells me, hey, you lost your baby again. I shouldn't have to go through that twice. So you had to hear it twice that you lost a baby. It's gut-wrenching. I'm sorry. That's okay. Because you already know what you're gonna see. It's just like seeing it twice, being told that you're not gonna be a mom. Even after that second ultrasound, would your obstetrician give you the surgical procedure? No. No. Stell had to go get yet another ultrasound showing her dead fetus. So you were walking around carrying a dead fetus? And just emotionally carrying it around and just knowing that there's nothing you could do, it just feels very... It's like I can't grieve or move past it because I'm just walking around carrying it. Was sind jetzt die Probleme an dieser ganzen Geschichte? Nun, Fehlgeburten sind für Frauen psychisch die absolute Hölle. Und auch medizinisch ist das Ganze ein riesengroßes Problem. Im zweitschlimmsten Fall kommt dieser tote Fötus beim Toilettengang von selbst hinaus und du darfst als Mutter noch einmal einen Blick auf deinen toten Fötus werfen. In der Toilette. Du darfst diesen toten Fötus dann als Mutter mit der Hand aus der Toilette rausholen und in den Mülleimer werfen. Oder, wenn du ganz korrekt bist, darfst du diesen toten Fötus ins Krankenhaus bringen, wo er im Sondermüll für Leichenteile landet. Beschissene Vorstellung, oder? Sprechen wir später auch noch darüber, aber warum ist diese Hölle jetzt nur der zweitschlimmste Fall? Der schlimmste Fall ist, dass so eine Fehlgeburt körperlich auch nicht ganz unbedenklich ist. Es kann zu Infektionen kommen, die die Frau steril machen und verhindern, dass sie überhaupt nochmal in ihrem Leben ein Kind bekommen kann. Wenn der tote Fötus totes Gewebe oder tote Zellen in die Blutbahn abgibt, kann die Mutter daran sogar sterben. Es führt zu Organversagen und ist ein sehr, sehr qualvoller Tod, der nicht verhindert werden kann. She can develop an infection that can make her sterile and never able to have children again. Or even worse, when the baby dies inside, the baby starts to release parts of its tissue that can get into the mother's blood supply. It can cause organ failure. It can cause death. Das muss dieses Pro-Life sein, von dem Republikaner immer so sprechen, oder? Laut dem Gesetz von Texas kann jeder Bürger auch snitchen und Ärzte anzeigen, auch wenn der Bürger selbst mit dem Vorgang der Abtreibung oder mit den Leuten, die das betrifft, gar nichts zu tun hat. Ärzte haben in solchen Fällen hohe Gerichtskosten, können im schlimmsten Fall ihre Lizenz verlieren und landen im Gefängnis. Das heißt, Texas hat hier einen Spitzelstaat etabliert, in dem die ultrarechten und konservativen Leute die anderen Bürger ausspähen, ob sie nicht eine Abtreibung vornehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das klingt für mich wie die Stasi in der DDR. Im Fall von Marlena Stell versucht die Familie gar nicht erst noch einmal schwanger zu werden. Sie versucht stattdessen wegzuziehen in einen Staat, wo sie sich keine Sorgen machen muss, dass so eine Geschichte noch einmal vorkommen könnte. She did finally manage to find a doctor to perform her D&C, but it took 2 weeks. She worries the nightmare could happen to her again. Are you trying to get pregnant again? No. Why not? I'm worried about getting infected, have something happen to me, and then my daughter's left without her mom. Now they're contemplating moving away from Texas, away from their extended family, just so they can try to get pregnant again. Also, ein Gesetz, das Frauen dazu zwingt, Kinder zu bekommen, die diese eigentlich gar nicht wollen, bringt Frauen, die Kinder haben wollen, dazu, jetzt keine Kinder mehr zu bekommen. Und das ist die Schuld der Republikaner. Im republikanisch regierten Louisiana ging eine Frau, die schwanger war, zum Arzt. Jedoch stellte sich beim Ultraschall heraus, dass der Fötus keinen Schädel ausgebildet hatte und tot war. Das Krankenhaus verweigerte jedoch einen Schwangerschaftsabbruch, da sie sonst Probleme mit dem neuen Gesetz von Louisiana bekommen würden. Der Fötus war 6 Wochen alt, was bedeutet, dass er ungefähr die Größe eines Daumennagels hatte. Da ist kein Herzschlag da, nichts. Der Fötus denkt nicht und er fühlt auch nicht. Da ist kein Leben und mit dieser Anomalie des Kopfes wird dieser Fötus auch nie leben. Und ein Fötus oder Baby ohne Kopf ist auch kein Einzelfall. Diese Anomalie nennt sich Anencephalie. Dabei kommt es dazu, dass die Schädeldecke des Kindes sich nicht schließt, Knochenteile fehlen oder im schlimmsten Fall sogar Teile des Gehirns fehlen. Viele solcher Kinder sterben lange vor der Geburt. Auch das ist natürlich eine enorme psychische Belastung für die Mütter und kann dazu führen, dass die Mütter entweder steril werden oder sogar daran sterben. Ist das Pro-Life? Und solche Frauen können in Louisiana und anderen republikanisch regierten Staaten keine Abtreibung mehr bekommen, weil Republikaner dachten, ihre Ideologie sei besser als die Ahnung der Ärzte und die Meinung der Eltern.
Kaylee Despain ist der Name einer Dame aus Texas, die direkt nach dem College geheiratet hat und eine Familie gründen wollte. Sie wurde auch schwanger, bei ihrem Kind wurden jedoch mehrere Anomalien und Probleme festgestellt. Das Herz des Kindes hatte mehrere Schäden in den Herzkammern, sodass das Herz niemals funktionieren könnte. Die Lunge des Kindes war zu klein, es hatte zu viele Chromosome und einen Hirndefekt. Die Ärzte sagten, dass wenn dieses Kind geboren werden würde, es einige Minuten enorme Qualen hätte und dann sterben würde. But this is what your baby's heart looks like, and he was missing heart chambers. Her medical records show more. The fetus had an extra set of chromosomes, a severe brain defect, a severe heart defect, and his lungs were too small. Dr. Leah Tatum is a spokesperson for the American College of Obstetricians and Gynecologists. If the fetus develops to term, that fetus will deliver and ultimately that baby will suffocate and pass away. Kaylee's doctor was clear. When he's born, he's going to suffocate to death. He may live for a few minutes, he may live for an hour, but he is going to die. Die Ärzte konnten die Schwangerschaft jedoch nicht abbrechen, da dies seit einiger Zeit im republikanisch regierten Texas illegal war. Im Gesetz von Texas gibt es jedoch eine Ausnahme, und zwar darf man Schwangerschaftsabbrüche durchführen, wenn das Leben der Frau durch diese Schwangerschaft bedroht ist. Oder aber auch, wenn die Frau Gefahr läuft, schwere gesundheitliche Schäden davonzutragen. Die Gesetzgebung in Texas ist jedoch so schwammig, dass nicht klar ist, für wen diese Gesetze jetzt eigentlich gelten. Und wie wir vorher bei der Fehlgeburt in Texas gelernt haben, für solche Frauen offensichtlich nicht. Das ist eine schöne Hintertür, wie die Republikaner sich aussuchen können, welche Ärzte und Leute sie anklagen und welche nicht. Und jetzt könnt ihr euch denken, boah, warum sollen die Republikaner sich da Leute raussuchen, die sie anklagen können? Die haben doch Besseres zu tun. Nein, haben sie nicht. Wenn ein Fall genug öffentliche Aufmerksamkeit erregt, sind Republikaner bereit, aus allem politisches Kapital zu schlagen. Das heißt, wenn es den Republikanern passt, ziehen sie einfach einen Abtreibungsfall von vor einiger Zeit aus der Schublade, legen ihn auf den Tisch und beenden die Karriere eines Arztes oder einer Ärztin. Texas hat sogar Joe Biden verklagt, und zwar für ein Gesetz, das er per Dekret erlassen hat. In diesem Gesetz steht, dass jede Frau, deren Leben bedroht ist durch eine Schwangerschaft, ein Recht auf Abtreibung hat. Und dafür hat Texas Joe Biden angezeigt. Für ein Gesetz, das das Leben von Frauen schützen soll. Das muss diese Pro-Life-Mentalität sein, von der ich jetzt schon so viel gehört habe. Kaylee Despain musste ins demokratisch regierte New Mexico gehen, um eine Abtreibung zu bekommen. Und da texanische Krankenversicherungen dafür nicht mehr aufkommen, musste sie mit ihrer Familie mehrere $1000 aus eigener Tasche dafür zahlen. Und wie fühlt sich die Mutter dabei, wenn Republikaner so heldenhaft das Leben ihres Kindes schützen? And I just remember being so angry and shocked in that moment that I'm being told that my child's not going to survive and that I have to carry him to term no matter what. And carrying him to term could have put Kaylee's life in danger. She was at high risk for several potentially deadly pregnancy complications, blood clots, preeclampsia, and cancer because of an abnormal placenta. Kaylee could risk her life and give birth to a baby who would die quickly or go out of state and have an abortion. How could you be so cruel as to pass a law that you know will hurt women and that you know will cause babies to be born in pain? He was going to die a painful death. So how is that humane? How is that saving anybody? And I've never felt more betrayed by a place that I was once so proud to be from. Kaylee Despain würde gerne nochmal schwanger werden. Ihre Ärztin rät ihr aber um Himmels Willen davon ab. Sie sagte, es wäre derzeit nicht sicher, in Texas schwanger zu werden, solange die Situation so ist, wie sie ist. The last time that I saw my OB, she said, do not get pregnant in Texas right now. She said, this is not safe. Und so etwas macht auch nicht an Parlamentstüren Halt, sondern kann Abgeordnete ebenfalls betreffen. Die demokratische Repräsentantin Nancy Davis wurde schwanger und ihr Kind hatte ebenfalls Anencephalie. Die Ärzte rieten ihr, die Schwangerschaft abzubrechen. Laut dem Gesetz von Louisiana, wo die Dame allerdings herkommt, ist das nicht möglich. Also musste sie in einen anderen Staat oder warten, bis das Kind von selbst in ihr stirbt. My name is Nancy Davis and I am a citizen of the state of Louisiana. 10 weeks into my pregnancy, I found out that my baby had a rare birth defect called a crania. The doctors told me that my baby would die shortly after birth. They told me that I should terminate the pregnancy because of the state of Louisiana's abortion ban. They could not perform the procedure. Basically, they said I had to carry my baby to bury my baby.
They seemed confused about the law and afraid of what would happen to them if they performed a criminal abortion according to the law. Now I am preparing to go out of state for this procedure next week. I want you to imagine what it's been like to continue this pregnancy for another 6 weeks after this diagnosis. This is not fair to me, and it should not happen to any other woman. This has truly been an emotional roller coaster. One thing I would like people to understand is very difficult and complex for so many reasons. Being a mother starts when your baby's in the womb, not on the outside. The attachment and everything that comes with it. So as a mother, as a parent, it's my obligation to have my children best interest at heart. Hi, my name is Kiara Jones, and I'm a policy analyst with the Women's Initiative at the Center for American Progress. For the past few days, our research team has compiled over 100 accounts of the devastating consequences of MAGA abortion bans, all as Republicans get ready to push a nationwide ban. I'm going to read you some of the real stories from women and doctors across the country. This is from a 35-year-old woman named Amanda who lives in the Dallas-Fort Worth area. This was the second time she had experienced a miscarriage. The hospital told her that because of Texas's abortion ban, they could not perform the procedure she needed and sent her home. She sat in the toilet digging fingernail marks on the wall from the pain. The bathtub water is just dark red, Amanda recalled. For 48 hours, it was like a constant heavy bleed and big clots. Her husband held her hand as they both cried, "We are not going to try and conceive anymore," Amanda said. "We don't feel like it's safe in Texas to continue to try after what we went through." This one is from Gabriella in Missouri. Walgreens initially refused medication to a woman facing serious miscarriage complications because of the state's abortion ban. Gabriella said, "The pharmacist at Walgreens told me she couldn't give it to me if I was pregnant. I was able to stutter out that I was having a miscarriage, and she gave it to me. I couldn't help but cry in front of all the people at Walgreens because I felt like I was being treated like a bad person." Madison from Tennessee said, "They're just going to let me die." She remembers wondering after doctors denied her an abortion after suffering her second miscarriage. This is from Dr. Abigail Cutler, an OBGYN at the University of Wisconsin-Madison. "To have my hands tied and not be able to help a person in front of me is devastating." Here's one about a new law creating confusion for a hospital and couple dealing with fatal fetal abnormality. Isabel from Arizona said, "It was not ever the intent to end my baby's life. This has caused a huge emotional toll on myself and my family. The pain has been exponential with having to deal with the red tape." A pharmacist asked for proof of miscarriage after a woman in Kentucky tried to get medication. Meredith said she burst into tears and replied, "I don't know how to prove that I'm having a miscarriage." "To be questioned at the most vulnerable time in my life," Meredith said, "it was just a unique kind of cruelty that no person should have to experience." Nancy from Louisiana was denied care after a fetal diagnosis and was forced to continue a dangerous pregnancy. She said, "I had to carry my baby to bury my baby." In Ohio, 2 sisters, ages 10 and 13, were raped and impregnated by the same perpetrator. Under Ohio's old law, the younger girl was able to get an in-state abortion, but her sister, who was too far along to get one, traveled to Pennsylvania for the procedure. Marlena from Texas was forced to carry a dead fetus for 2 weeks after an abortion ban. I feel like it's very dangerous for a government of any type to be intervening in a woman's care because there's multiple reasons of why she may need a procedure. "I felt like a walking coffin," she said, fighting through the tears. "You're just walking around knowing that you have something that you hoped was going to be a baby for you,
and it's gone, and you're just walking around carrying it. In Texas, a 25-year-old woman was denied abortion after doctors found fatal fetal abnormalities and severely high blood pressure and high liver enzymes. Her mother says when they asked doctors just how sick she needed to be to have an abortion, she said, "We were told basically a liver failure, basically a stroke, basically a 911 call." Kaylee, a former pro-life Texas woman, had to flee to New Mexico for abortion care. "I've never felt more betrayed by a place I was once so proud to be from." Elizabeth from Texas says, "At 19 weeks, my water unexpectedly broke. After we arrived at the ER, it was made clear to us that our daughter, Theodora, would not survive this pregnancy. Our hospital refused to allow our doctor to perform the medically necessary abortion and instead discharged me, instructing us to return when my infection worsened. During this time, I experienced a consistent flow of amniotic fluid draining from my body. This was a constant reminder of my baby's impending death." Dr. Crow in Wisconsin talks about a woman denied abortion care after her water broke at 18 weeks and was at risk of a potentially lethal infection and sepsis. To be a doctor in that position, then to be in this situation where you're uncertain, you think, will the hospital let me do this? Will the DA go after me and I end up fined or in jail? It's this feeling of helplessness and utter confusion for everyone involved. Dr. Akers in Tennessee. "If you provide life-saving medical care and that care is a termination, you are committing a crime. And if you don't perform that care and that patient dies, you're going to get sued for malpractice, among other things. You're in the proverbial rock and a hard place." In Texas, a woman with blood clots in her lungs because of her pregnancy asked 5 doctors for an abortion, but they refused to discuss anything with her because of SB 8. She implored, "Well, if this is an at-risk pregnancy, I have 4 other kids that need me, that are alive right now, that need me. What happens if I die because of a blood clot?" They still refused to talk to her about an abortion. The only person who offered her any information about abortion was the OB, who, as she said, didn't even tell me. She wrote it down in a book after her shift was over. Dr. Munoz in Texas faced an awful predicament with a recent patient who had started to miscarry and developed a dangerous infection. The fetus still had signs of a heartbeat, so an immediate abortion, which is the usual standard of care, would have been illegal under Texas law. He said, "We physically watched her get sicker and sicker and sicker until the fetal heartbeat stopped the next day, and then we could intervene." The patient developed complications, lost multiple liters of blood, and had to be put on a breathing machine. A doctor in Wisconsin said, "The woman begged me, if it comes down to me or the baby, I need you to pick me. I have 2 babies at home that I have to take care of." As you can see, extreme MAGA Republican abortion bans mean serious consequences for our health and fundamental freedoms. We're already seeing the impacts of these dangerous laws in states across the country, and in a post-Roe America, MAGA Republicans have made it clear that this is the reality they want to see nationwide. Die Lage in republikanisch regierten Staaten und vor allem in Texas ist so prekär, dass Frauen sich mittlerweile gegen die Republikaner organisiert haben. Die Gruppe Meidas Greg Abbott hat ein Werbevideo gemacht, das viral ging. Greg Abbott ist, wie schon oft gesagt, der republikanische Gouverneur von Texas, der viele der vorher genannten Schicksale persönlich zu verantworten hat. Und ja, die Abkürzung von Meidas Greg Abbott ist MAGA, also die Abkürzung für Donald Trumps Slogan Make America Great Again. Die Abkürzung ist nur so ein kleiner Reminder, dass die Amerikaner verstehen, wem sie diese Situation eigentlich zu verdanken haben. Den MAGA Republicans, den Trump-Republikanern. Hier ist jetzt der Werbeclip von Meidas Greg Abbott. Thank you for your patience. There's no easy way to say this, but your baby has a catastrophic brain abnormality. What does that mean?
It means that parts of her brain didn't form. Your daughter, if she is to survive, will live only a matter of hours after birth. During that time, she will experience a multitude of seizures and ultimately aspirate on her own bodily fluids. She will suffer. A decision will need to be made on termination. I wish I could tell you what to do, but there is only one person who can make this choice. How much time do I have? And that person is Greg. Greg? Who the f*** is Greg? Yeah, let me just give him a call. Hey, Greg. Dr. Robinson here. Listen, I've got a pregnancy that could... Yes? But I think this one is the... Yes, okay. Sure. Okay, I'll let them know. Yeah. That's gonna be a no. Best of luck to you. Das Traurige ist, das ist nicht mal Satire, sondern das ist das echte Gesetz in Texas. Wer am Ende entscheidet, wer eine Abtreibung bekommt und wer nicht, entscheiden am Ende die republikanischen Politiker. Zwar nicht direkt, aber indirekt, da Republikaner mit den schwammigen Gesetzen einigen Ärzten jederzeit die Lizenz entziehen können. In Florida bestätigte ein Berufungsgericht die Entscheidung eines untergeordneten Gerichtes, dass ein 16-jähriges Mädchen keine Abtreibung bekommen darf. Das Mädchen hat keine Eltern, musste die Entscheidung also selbst treffen. Der Grund für das Gericht ist, dass das Mädchen nicht erwachsen genug ist, um eine solche Entscheidung zu treffen. Ja, aber um ein Kind zu bekommen und großzuziehen, ist sie dann erwachsen genug oder was? Das Gericht sagte, dass das Mädchen nicht darlegen konnte, dass sie erwachsen genug dafür ist und deswegen wurde ihr Antrag abgelehnt. Das Ding ist, dass das Mädchen zwar keine Eltern hat, aber Verwandte und einen Vormund, die allesamt gesagt haben, ja, sie ist erwachsen genug. Also ihr Vormund hat zugestimmt. Wofür soll das 16-jährige Mädchen jetzt nochmal beweisen, selbst, dass sie erwachsen genug ist? Der zweite Punkt ist, dass dieses 16-jährige Mädchen ein Programm durchlaufen hat, wo sie über Abtreibung aufgeklärt wurde. Dieses ganze Programm war im Zuge einer Traumabehandlung. Das Mädchen ist also schon ein Traumaopfer und die republikanische Regierung in Florida nimmt dieses Mädchen und gibt ihr nochmal so eine richtige Schelle mit. Alter. Uff. Das Mädchen hat außerdem mehrere Beratungen bei Ärzten gehabt. Sie hat sich damit auseinandergesetzt und weiß, was auf sie zukommt. Wenn dieses Mädchen nicht erwachsen genug ist, um selbst zu entscheiden, dass sie eine Abtreibung bekommen möchte, wer ist es dann? Eine weitere Geschichte habe ich euch übrigens im Quelldokument verlinkt. Wie gesagt, das Quelldokument ist der erste Link in der Videobeschreibung und ihr müsst einfach nur in dem Dokument zu der Stelle scrollen. Das Problem ist, dass Republikaner keine Ahnung haben, was sie hier entscheiden. Sie sind so sehr in ihrer Ideologie gefangen, dass sie keinen Plan vom Thema haben. Das haben wir schon beim Thema Fehlgeburten gesehen. Nachdem die Debatte losgegangen war, gab es viele Diskussionen. Die Demokraten haben sogar Anhörungen abgehalten. Dabei haben die Demokraten die Vorsitzende der Anti-Abtreibungsgruppe United for Life eingeladen. Die Dame hört auf den Namen Kathleen Glenn Foster. Sie wurde zum Fall der 10-Jährigen befragt, den Fall, den wir vorher besprochen haben. Die Frage war, ob eine 10-Jährige entscheiden könnte, dieses Kind zu bekommen. Kathleen Glenn Foster konnte auf diese Frage nicht antworten und antwortete mit der Ausrede, dass es in diesem Fall ja keine Abtreibung sei. Was es sonst sein soll, konnte sie aber auch nicht sagen. Ja, was soll das sonst sein außer eine Abtreibung? Blöd nur, dass neben ihr auf der Befragungsbank eine Ärztin saß und die ihr genau sagen konnte, was eine Abtreibung ist. Yields back, Mrs. Swalwell. Thank you. Miss Foster, you think a 10-year-old would choose to carry? In the 10-year-old case, first of all, the Ohio... No, my question is, would a 10-year-old choose to carry a baby? In the Ohio case, the Ohio Attorney General said that abortion would have been justified. Focus on the question, please. Would a 10-year-old choose to carry a baby? I cannot... Do you think a 10-year-old should choose to carry a baby? I believe it would probably impact her life, and so therefore it would fall under any exception and would not be an abortion. Wait. It would not be an abortion if a 10-year-old with her parents made the decision not to have a baby that was the result of a rape? If a 10-year-old became pregnant as a result of rape and it was threatening her life, then that's not an abortion. So it would not fall under any abortion restriction
in our nation. Ms. Warbelow, are you familiar with disinformation? Yes, I am. Did you just hear some disinformation? Yes, I heard some very significant disinformation. Why don't you tell me about that? Yes, an abortion is a procedure. It's a medical procedure that individuals undergo for a wide range of circumstances, including because they have been sexually assaulted, raped in the case of the 10-year-old. It doesn't matter whether or not there is a statutory exemption. It is still a medical procedure that is understood to be an abortion. Beyond that, I think it's also important to note that there is no exception for the life or the health of the mother in the Ohio law. That's why that 10-year-old had to cross state lines in order to receive an abortion. Die Anti-Abtreibungsgegner haben selber keine Ahnung vom Thema und sie sind selbst Opfer ihrer eigenen Lügen und Propaganda. Und es geht hier jetzt nicht nur um diese eine Anti-Abtreibungsaktivisten. Nahezu die gesamte Republikanische Partei redet sich raus und benutzt die Ausrede, dass das in diesem Fall ja keine Abtreibung sei. Einige Beispiele dafür sind im Quelldokument verlinkt, ich werde die hier jetzt nicht alle einblenden. Besonders dumm ist es, wenn man sich die Beispiele oben ansieht und sieht, selbst in diesen Fällen konnten die betroffenen Mütter nicht abtreiben. Also auch hier wieder eine Lüge der Republikaner. Nochmal, Republikaner haben keine Ahnung, was sie da eigentlich bestimmen und worüber sie eigentlich abstimmen. Die Republikaner in South Carolina haben vor kurzer Zeit ein neues Gesetz erlassen, ein sogenanntes Heartbeat Bill. Laut diesem Gesetz darf ein Fötus gar nicht mehr abgetrieben werden, sobald es auch nur Anzeichen eines Herzschlages gibt. Das ist so ungefähr in der 15. Schwangerschaftswoche. Zu diesem Zeitpunkt ist der Fötus aber noch lange kein Baby und er ist noch lange nicht am Leben. Er fühlt nichts und er denkt nicht. Es gibt nur etwas in der Art eines Herzschlages, damit dieser Zellhaufen mit Blut versorgt wird. Wie gesagt, dieses Gesetz verbietet aber Abtreibungen, sobald eine Art Herzschlag einsetzt. In vielen republikanisch regierten Staaten sogar ohne Ausnahme. Das bedeutet, selbst wenn der Fötus nicht überlebensfähig ist. Neil Collins hat damals für dieses Gesetz gestimmt und heute bereut er es zutiefst. Nachdem dieses Gesetz in Kraft trat, rief ihn eine Ärztin an und erzählte ihm die Geschichte einer Patientin mit frühzeitigem Wasserabgang, wodurch der Fötus sterben würde. Die Ärztin konnte den Fötus aber nicht abtreiben, obwohl er durch diesen Fruchtwasserabgang keine Überlebenschancen hatte. Und all das, weil vorher eine Art Herzschlag gefunden wurde. Die Ärztin musste nach Hause gehen und warten, bis dieser Fötus in ihr sterben würde, bevor sie ihn abtreiben konnte. Hört Neil Collins einmal selbst zu, was er dazu sagt und wie er sich gefühlt hat, als er diese Geschichte gehört hat. I'll move to my final comments then, Mr. Chairman. I voted for the pain-capable bill, the fetal heartbeat bill, and fetal heartbeat has been for 6 weeks now. The second week that the fetal heartbeat bill became law, a doctor called me out of Anderson. I live in Easley. A 19-year-old girl appeared at the ER. She was 15 weeks pregnant. Her water broke. And the fetus was unviable. The standard of care was to advise her that they could extract or she could go home. The attorneys told the doctors that because of the fetal heartbeat bill, because that 15-week-old had a heartbeat, the doctors could not extract. So their only choices were to admit the 19-year-old until that fetal heartbeat stopped. I asked, how long does it take to stop? She said, seconds, minutes, hours, maybe days. Or discharge. They discharged that 19-year-old. The doctor told me at that point, there's a 50% chance. Well, first, she's going to pass this fetus in the toilet. She's going to have to deal with that on her own. There's a 50% chance, greater than 50% chance that she's going to lose her uterus. There's a 10% chance that she will develop sepsis and herself die. That weighs on me. I voted for that bill. These are affecting people, and we're having a meeting about this. It took that whole week, I did not sleep. I followed up with the doctor a week later. She had heard nothing, did not know about the 19-year-old. Thank God I followed up 2 weeks later. She did return to the ER. They did extract the now non-beating fetus. What we do matters.
Thank you, Representative Collins. Oh, 1 second, Mr. Chairman. I'm almost finished. Out of respect for the process, I'm not voting today. But I want it to be clear that myself and many others are not in a position to vote for this bill without significant changes to the bill. And as Representative Newton said, if we pass this out as favorable, you'll have an opportunity on the House floor. Neil Collins hat es begriffen, nachdem sich mal wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Nachdem sich mit Medizin auseinandergesetzt hat und vor allem nachdem auf die Bedürfnisse der Mutter geschaut hat und nicht auf die Ideologie der Republikaner. Also, willkommen auf der richtigen Seite, Neil. Wenn man sich die Beispiele ansieht, die ich vorher erklärt habe und auch das Beispiel, das an Neil Collins herangetragen wurde, dann ist klar, dass man geschlossen für ein Recht auf Abtreibung sein muss. Und die Demokraten sind gerade dabei, alles zu tun, was in ihrer Macht steht. Mehrere ehemalige Abtreibungsgegner haben sich inzwischen gemeldet und sind in die Medien gegangen und haben ihre Geschichte erzählt und aufgeklärt, weil sie begriffen haben, was sie mit ihren Aktionen angerichtet haben. Auch hier schaut gerne mal ins Quelldokument, da sind einige dieser Geschichten verlinkt. Die demokratische Kandidatin für den Posten des Gouverneurs in Georgia ist eine von ihnen. Sie war früher Abtreibungsgegnerin. Sie ist christlich, hat aber inzwischen verstanden, dass es hier nicht um Religion und Ideologie geht, sondern um Gesundheitsschutz. Mittlerweile kämpft sie dafür, das Recht auf Abtreibung im noch republikanisch regierten Georgia wieder einzuführen. Die Demokraten tun wirklich alles, was in ihrer Macht steht und sie arbeiten. Wie schon vorher gesagt, Joe Biden hat ein Gesetz erlassen per Präsidialerlass, das eine Abtreibung im Falle der Bedrohung des Lebens der Mutter garantiert. Er hat kurz und schnell reagiert, um das Minimum sicherzustellen. Die Demokraten insgesamt sind mittlerweile richtig sauer und das zeigen sie den Republikanern auch. We're talking about women dying. We're talking about more than half the population not being able to make decisions when not even half of this body has a uterus. But here we are, being silenced yet again. And understand, when you're silencing us, we are actually elected officials like you all. So you're silencing millions of voters from every corner of the Commonwealth when you silence us and don't allow us to amend bills that won't let people vote, that won't allow women to make their own decisions. You're silencing all of us. So we need to suspend the rules and let this amendment come through before we rush this off to the voters. Those same voters that you tried to silence in 2020 when you didn't like the outcome of the election. Those same voters that you said it didn't matter what they chose. Those are the people you're trying to shut up. Angling for decades now, and we are gonna fight back. Wealthy women can get on an airplane. They can fly to another state. They can fly to another country. They can get the protection they need. This will fall on the poorest women in our country. This will fall on the young women who have been abused, who are victims of incest. This will fall on those who have been raped. This will fall on mothers who are already struggling to work 3 jobs to be able to support the children they have. Well, I am here because I am angry, and I am here because the United States Congress can change all of this. Yes, that's right. Angry but committed. Understand this. I have seen the world where abortion is illegal. And we are not going back. What? Not ever. No. So say it with me. We are not going back. We are not going back. Not ever. Not ever. Not ever. Not ever. Not ever. Not ever.
Selbst einige wenige Republikaner sind sauer auf ihre eigene Partei. Die Verfassung der USA sagt, es darf keine unnötigen Eingriffe in das Privatleben der Bürger geben. Die Republikanerin Sandy Sand, und den Namen denke ich mir nicht aus, die heißt wirklich so, fragt ihre Kollegen, ob ein Abtreibungsverbot nicht ein genau solcher Eingriff wäre. Ihr republikanischer Kollege antwortet, nein, sie hätte die Verfassung einfach falsch interpretiert. Und das hat Sandy Sand gar nicht gefallen. We can't by statute overturn a higher law, which would be the Constitution. So why would your law, even if we were, or your change here, amendment, were to pass, why would that not be stricken down? Because obviously we have a constitutional amendment that is stronger authority. Because you're not interpreting the Constitution correctly. That's not what the constitutional amendment means. It's not what it means, it's exactly what it says. That is not what, read it. It doesn't say anything about your female parts. No, it does not say that, but it says that we do not have to suffer an unreasonable invasion of privacy. And if what's going on in my vagina is not an unreasonable invasion of privacy for this legislature to get involved in, I don't know what is. What if we start talking about what you gentlemen do, whether y'all have erectile problems, or whether you have had a vasectomy, or any of these other things? What if we pass legislation that you have to tell us this, and then the people or the doctors or whoever get to decide whether you're going to get to move forward with any type of intervention? Isn't that exactly what we're talking about? Senator, I think those are reasonable points for you to make. I disagree with you. I think it would have been great if you had actually shown up for work on Tuesday and made those points. Hello, I was here. I was here. Are you talking about medical affairs? I gave my vote. My vote counted. My vote counted, and I watched it. But I'm here now on the floor, sir, which is exactly where it's appropriate. So I completely disagree with the senator's interpretation of the Constitution. Also, besonders Demokraten sind richtig sauer auf die Republikaner. Aber Demokraten halten nicht nur Reden, sondern sie versuchen aktiv etwas zu unternehmen, um das Recht auf Abtreibung wiederherzustellen. Mehrere republikanische Staaten hatten Abtreibungen nun verboten. Die Frauen sind daraufhin in andere Staaten gefahren und haben dort eine Abtreibung durchführen lassen. Republikaner wollten das aber nicht. Und so diskutierten einige Staaten darüber, Frauen strafrechtlich zu verfolgen, wenn sie von einem solchen Schwangerschaftsabbruch zurückkommen würden. Man ging allen Ernstes sogar so weit, dass man laut darüber nachdachte, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, schwangeren Frauen generell die Ausreise aus dem Staat zu verweigern. Um das zu verhindern, haben die Demokraten ein neues Gesetz in den Kongress eingebracht, den sogenannten Freedom Healthcare Act. Das ist ein Gesetz, das die Reisefreiheit der Amerikaner sicherstellen sollte und auch nochmal bestätigen sollte, dass Schwangere ebenfalls in andere Staaten reisen dürfen. Das Gesetz schützt außerdem Ärzte, die in anderen Staaten Schwangerschaftsabbrüche durchführen, und besagt auch, dass Frauen nicht für so etwas belangt werden können, wenn sie wieder nach Hause kommen. Alleine, dass es so ein Gesetz überhaupt braucht, um die Grundrechte sicherzustellen, ist eine Schande. Aber es kommt noch schlimmer. Denn mit den Republikanern gibt es nicht einmal eine Sicherstellung der Grundrechte. Dieses Gesetz wurde von den Republikanern im ersten Versuch verhindert. Sie lehnten es ab, dieses Gesetz auf die Tagesordnung setzen zu lassen. Der Grund? Sie wünschten sich, dass man mehr mit Betroffenen spricht und würden die Desinformation der Demokraten ablehnen. Alter, was ein Bullshit! Today, we're calling to pass this legislation. Is there objection? I object. I come back to the most basic thing. There's a child in this conversation. And maybe this body should pay attention to children as well, and to wonder what their future could be to travel in the days ahead as well. I look forward to the day when we're talking more about that little girl and less about misinformation. I object. Das war übrigens James Lankford, der Repräsentant von Oklahoma. Er hat selbst 2 Töchter und das Traurige an der Sache ist, dass er als umgänglicher Republikaner gilt. Also James Lankford, eventuell solltest du auch nochmal dein Leben überdenken. Die Demokraten haben außerdem ein Gesetz in den Kongress eingebracht, das das Recht auf Verhütung schützen soll. Im Repräsentantenhaus haben die Demokraten dafür gestimmt. Jedoch nur 8 Republikaner. 4 von denen gehen in Rente und ein weiterer hat die Primaries verloren. Das bedeutet, nur 3 Republikaner, die wirklich was zu verlieren haben. 149 Republikaner stimmten gegen das Recht auf Verhütung.
Das Gesetz ist trotzdem durchgekommen, da jeder einzelne Demokrat, selbst die Querulanten, für dieses Gesetz gestimmt haben. A few weeks ago on this floor, Republicans refused to allow a debate on a bill that simply says government can't tell women which states they can travel to in order to receive health care. And yesterday, Republicans blocked proceeding to a bill that simply says that men shouldn't be able to stop women from buying birth control. Ich nehme dieses Gesetz nur rein, weil es A zeigt, dass die Demokraten wirklich etwas tun und B, es zeigt, was die Republikaner als nächstes vorhaben. Warum stimmen die Demokraten jetzt nicht einfach dafür, das Recht auf Abtreibung wieder einzuführen? Naja, so einfach ist das nicht. Die Entscheidung Roe vs. Wade war bisher immer nur eine Entscheidung des Supreme Courts, die mit dieser Entscheidung sichergestellt hat, dass das Recht auf Abtreibung gilt. Diese Entscheidung wurde aber nie in ein Gesetz geschrieben, da sich die Republikaner dagegen gewehrt haben. Bisher hat es sich nicht ergeben, dass die Demokraten im Haus und im Senat die Mehrheit hatten und gleichzeitig einen Präsidenten hatten, der dieses Gesetz unterschreibt. Wenn ihr genau wissen wollt, wie die Konstellationen über die Jahre waren und warum Roe vs. Wade bisher kein Gesetz geworden ist, schaut mal ins Quelldokument, da habe ich einige Absätze dazu geschrieben. Da die Entscheidung Roe vs. Wade immer nur eine Entscheidung des Supreme Courts war, konnte der Supreme Court diese Entscheidung auch jederzeit wieder einkassieren. Aber hey, die republikanischen Mehrheiten im Kongress sind hauchdünn. Es sind prinzipiell keine Mehrheiten, es ist eine 50-50-Position. Man findet doch sicher ein paar Republikaner, die bereit sind, für das Recht auf Abtreibung zu stimmen. Und ein weiterer Punkt ist, dass die Republikaner diese Entscheidung immer weiter hinauszögern können, sodass es wahrscheinlich nie zu einer Abstimmung kommen könnte, solange die Republikaner noch irgendeine Macht haben. Das Ganze nennt man die sogenannte Filibuster-Taktik. Das bedeutet, ein Verfahren ewig in die Länge zu ziehen. Joe Biden hat sich dafür ausgesprochen, etwas gegen diese Filibuster-Taktik zu unternehmen und die Demokraten versuchen aktiv, diese Filibuster-Taktik zu verhindern. Es geht hier um nicht mehr und nicht weniger als eine verfahrensrechtliche Ausnahme, wenn man diese Filibuster-Taktik einmal verhindern würde. Das würde dann dazu führen, dass der Kongress über dieses Gesetz abstimmen muss. Die Republikaner sind aber dagegen, diese Filibuster-Taktik in diesem einen Fall abzuschaffen, weil es die Tür öffnen würde, für zukünftige Themen auch diese Filibuster-Taktik auszusetzen. Und glaubt ihr wirklich, Republikaner terminieren ihr einziges Instrument, mit dem sie ihre Blockadetaktik weiterführen können? Nein, das wird nicht passieren. Das bedeutet, es entscheidet sich bei dieser Wahl. Nur wenn die Demokraten bei den Midterms eine Mehrheit gewinnen, können sie hier die Oberhand gewinnen. Wir haben jetzt gesehen, wie Republikaner das Leben von Frauen zerstören und bereit sind, sie sterben zu lassen. Um das zu verhindern, müssen wir verhindern, dass die Republikaner die Midterms am 8. November gewinnen. Am wichtigsten ist dafür Folgendes. Vote. Show up and vote. Vote in the off year and vote, vote, vote. That's how we'll change it. Die Amerikaner müssen wählen. Jeder, der kann, muss so viele vernünftige Leute wie möglich in den amerikanischen Kongress wählen. Und wie ich schon gezeigt habe, es gibt nur eine Partei in den USA, die wirklich vernünftig ist. Es müssen so viele Demokraten wie möglich in den amerikanischen Kongress, damit Gesetze durchkommen, die das Land braucht und die am Ende sogar Leben retten werden. Also, wenn ihr in den USA wählen könnt oder Freunde und Familie habt, die in den USA wählen können, dann geht wählen. Zeigt den Leuten, was passiert, wenn Republikaner Politik machen. Klärt die Leute auf, auch wenn es nur in den Kommentaren unter einem YouTube-Video ist. Es gibt hier keinen, der sagen kann, dass er unpolitisch wäre. Am Ende könnte deine Frau sterben, weil du nicht politisch genug warst, um die Republikaner zu verhindern. Und noch eine Frage, deutsche Medien. Wo sind eure Berichte darüber, dass inzwischen in den USA wieder Menschenrechte auf der Kippe stehen und die Republikaner Frauen sterben lassen? Das war Teil 4 der USA-Reihe. Morgen kommt Teil 5. Bis dann.